Gut, wunderbar. Alright. Ich bin so froh, für dort zu sein im Alderland. Es ist just eine Woche und es ist zu kalt. Ich muss wiederkommen, als mal in Zukunft. Es ist ein schöner Platz, für dort zu sein und für alle euch treffen und ein wenig mitschwätzen. Ich habe viel mit euch zu teilen heute, wer unser pennsylvanisch-deutsche wäre. Unsere Volkskultur, unsere Musik, wir tun ein wenig Musikspiele spielen. Wir haben auch viel mehr von alten Glauben und Volkskunst zu erzählen und hoffentlich ihr könnt ein wenig lernen, wer unser pennsylvanisch-deutsche, wie wir sind gleich und wie wir sind ein wenig anders. Vielleicht auch mal ein wenig verhuddelt, aber wir sind gleich allemal. So, ich komme als Künstlerstelle eines Tages, wo ich am Arbeiten bin an der Pennsylvania German Cultural Heritage Center. Wir sind in große Bauernschaft. Wir haben viel alte Scheire und Bauernhäuser und Brauereien in unserer Nachbarschaft, gerade näher Künstlerstelle. Und es ist etwas Erbarmliches, als du sehen kannst. Wenn du dort die ländliche Straße sind am Laufen oder vor, du siehst die alte Gebäude, die alten Häuser und erbarmlich. Unsere große Scheire mit Steinen drauf. Jahre zurück haben die alte Volkskünstler Steine gemalt auf die alte Scheire. Und sie sind vielfarbig. Und sie sind einer von den wichtigsten Wegen. Als wir denken sind in unserer Landschaft. Wenn du gehst durch die Landschaft, du siehst eine Steine. Und das ist was mein Programm Käse ist für heute. Now, meine Familie, als du hier hörst, ist also mal ein wenig von Alsace, auch ein wenig von Deutschland, ein wenig von der Schweiz. Aber es ist auch vielfarbig. Und das ist was es meint, für pennsylvanisch zu sein. In Pennsylvania, viele von den Familien sind Englisch und Welsh und Scottish und Scott-Irish und alles sonst. Und das ist auch mit meiner Familie. Ich habe viel irische Leute und welsche Leute und englische Leute und auch ein wenig Indische, die Native Americans, die Indians. So, meine Familie ist vielfarbig, gleich wie Zelle Teppich. Und Zelle ist ein Teppich oder ein Quilt. Ich weiß, da in Deutschland ein Teppich ist auf dem Boden. In Pennsylvania mit unser Teppich auf dem Bett. So, es ist ein Bettdecke. Und es all ist mit einem Scheier drauf. Und es ist vielfarbig, gleich wie unsere Familie. Now, die Steine auf die Scheire sind etwas wichtig zu uns. Im Jahr zurück haben viel von den alten Scheire gemalt. Bei Künstler, die Künstler waren nicht just Künstler, sie waren auch Zimmermänner, vielleicht Bauer, Außenmal oder etwas schon du es in unserer Gemeinde. Und die Scheire sind eine von den wichtigsten Wegen, als wir sehen können in die pennsylvanisch-deutsche Landschaft, dass wir Deutsch sind. Und du siehst vielleicht, sie sind nicht allein auf der Scheire. Wir haben Steine, wir haben auch Bogen, aber all die Scheiertiere und das Federsteg, wir haben Hatze drin und es ist etwas schön von uns. Jahre zurück, sie haben gesagt, sie waren just für schön. Aber es gibt auch viel andere Glauben, für was wir die Steine gemalt haben. Vielleicht so, sie sind versegnet. Oder für etwas sonst. Vielleicht tun auch sie Hexeins-Käse, aber das ist nicht recht. Das ist, was sie so zu den Tourists. Now, du kannst nicht Scheiersteine sehen da in der Palz, aber wir haben kleine Steine, also mal, du kannst sie vielleicht also mal auf der Kirche, wie man so Kirche, in Pennsylvanisch ist es Kirche. Auf die alte Kirche, du kannst vielleicht sie also mal sehen in St. Marty's, gerade da, zwei kleine Steine. Für was sind sie verschnitten? Ich weiß nicht für was. Ein anderer verschnitten und all Gemälde von Romersheim. Sie sind klein, sie sind nicht so groß. Unsere Scheire in Pennsylvania sind groß und die Leute haben große Steine drauf gemacht, nicht klein. Aber also mal sehen gleich die Steine da in der Palz und auch in Pennsylvania. Now in der Schweiz, wir haben große Steine gesehen auf die alten Bauershäuser, sie sind in Bauershaus da drauf und die Kiesstall drunter. All in just Egerei. Und so ist nicht wie es ist in Pennsylvania. Aber du kannst etwas auch sehen. Die Steine, sie waren
just ein Deel von die Haussegner. Die Haussegner sind etwas zu sehen und auch etwas zu lesen. Es sagt, Herr, hockst du über uns mit deinen Gnadenhand, beschütze uns Haus und Dorf vor Krankheit, Sturm und Brand. Amen. So wir haben nicht so viel Hausinschriften oder Bauernhaus oder Shire-Inschriften gefunden in Pennsylvania, aber wir haben die Steine. Und außerdem ist es vielleicht von Schweiz. Wir wissen nicht, wo es ausgekommen ist, aber es ist etwas Erbarmliches zu uns. So, es gibt zwei Orte, wo man Steine finden kann, auf unser Shire. In Bucks County, da ist Kutztown, gerade da, wo der Stein ist. Und die Mehrheit von den Steinen auf Shire sind vielleicht 30 Meilen da rum von Kutztown, gerade in der Mitte. Und das ist etwas wichtig. In Bucks County, wir haben Steine mit viel Strahlen, 8 und 6 und 12 und 16 Strahlen da rum mit kleinen Kreuz. Inzwischen, wir haben Räder, Sonnenräder gerade in der Mitte, ein Punkt, ein roter Punkt gerade in der Mitte. In Lecherdal, in Lehigh County, wir finden Blumen. Sie heißen sich Blumen. Und sie haben einen Sechsstein oder sechs Blätter von den Blumen gerade in der Mitte, der Rehtruppe und Blätter da rum. Und das ist wirklich etwas Erbarmliches. Zwei Worte in just ein gleichen Ort. Wir haben Steine und wir haben auch die Blumen. Im Jahr 2008 habe ich eine große Untersuchung gemacht in just Bucks County. Ich habe einen Grant gekriegt für alle die ländlichen Straßen zuvor und viele Bilder einnehmen von unserer Shire, als gemolzen mit Steinen und alles sonst. So, wenn ich meine Untersuchung gestartet habe, die Leute haben gesagt, ja, das Überlieferung ist schier vorbei. Wir haben just vielleicht 100 Shire, nicht mehr. Ich habe 500 gefunden. Und das ist wirklich etwas Erbarmliches. Es ist ein healthy and gesund Überlieferung in unseren Communities. Es ist ein Überlieferung, als noch am Leben ist, heutes Tages. Es gibt just ein paar Künstler. Der Förderst ist der Eric Claypool. Kann nicht Deutsch sprechen, aber hat schier 100 Shire in sein ganzes Leben gemalt. Und ist noch am Schaffen. Ist just, bin ich über 50 Jahre alt und hat eine lange Karriere gehabt und hat viel wichtige Dinge getan. Und ich bin einer von seinen Understudies, so to speak. Ich habe von ihm gelernt, ich habe 12 Shire gemalt in meinem Leben. Und es gibt auch ein paar andere Leute, die am Malen sind. Und wir haben eine Überlieferung, als noch am Leben ist in Pennsylvania. Und in Jahren zurück haben wir Steine gefunden, all über die ganze Leben. Wir haben es gefunden in die Grabsteinhof, in die Kirchhof, Steine auf die all die Grabsteine. Wir haben sie gefunden in die Häuser außermal vom 19. Jahrhundert. Wir haben sie außermal auf der Karte gefunden. So, da ist ganz Leben. Wir finden sie auch in unseren Geburts- und Taufscheinen. Wir finden Steine. So, wenn wir geboren sind und wenn wir sterben, wir finden Steine da rum. Da ist es. Alright. So, in 20 Jahren, es gibt einen Call von New England und sein Name war Porter Nutting. Hat viele schöne Bücher geschrieben über unser östliche Nordamerika. Und hat Pennsylvania beautiful geschrieben, gleich wie Massachusetts beautiful und Virginia beautiful und Maryland beautiful und alles sonst. Aber in Pennsylvania beautiful hat etwas let's verschrieben. Habe gesagt, dass unsere Steine auf unserer Shire, sie sind hexefies und sie sind dort gemalt, just für die Hexerei und alles Teufelswerk rauszuholen. Und ich denke, dass alle die deutschen Leute, wir sind aber glaube ich, ist was es sagt. Aber so ist nicht wahr. Vielleicht ein wenig abergläubisch, aber unsere Steine waren nicht hexefies gewesen, hat genannt, es ist nicht recht. Keine Leute haben sich gesagt so, aber wir wissen nicht, wo seine Story kriegt. Aber unsere pennsylvanische deutsche Leute sind nicht gefragt von der Teufel und Hexerei. Und ich habe eine kleine Story für dich,
für alle euch, wer für was mir nicht fertig von der Teufel sind. Sonntag Maria in der Kirche. Der Porter war spät für Gottesdienst. Und alle die Kirchleute, sie waren am Boden und waren aberwesen ungeduldig. Und die Tiere sind gesprungen, aber der Porter hat nicht nachgelaufen. Ist der Teufel nachgelaufen. Und die Leute, sie waren so bang, sie haben aus dem Fenster getrunken. Und just ein Mann war da am Hocker, gerade vorne der Kanzel. Und der Teufel lacht zu ihm und sagt, weißt du, wo ich bin? Und der Bauer hat gesagt, ja, ich weiß, wo du bist. Und der Teufel hat gesagt, well, für was bist du nicht fertig? Well, der Bauer hat gesagt, ich habe deine Schwester geheiratet. So, vielleicht, selbst wenn ich just Ursache, für was man nicht fertig von der Teufel. Und vielleicht auch, der Teufel kann Deutsch schwätzen. Well, really, Jahre zurück, die Wahrheit ist, die Steine waren Volkkunst und es gibt viel alte Glaube über die Steine. Nicht just die Steine von der Scheire, aber die Steine im Himmel und was sie meinen, was die Bedeutung sind. Jahre zurück für unser Bauernkalender, es war ewig zu sehen, wie die himmlische Körper, unsere Steine und all der Mond, sie haben uns viel alte Glaube gegeben, wie man pflanzen muss und ernten und alles, was du tun musst auf der Brauerei. Es schafft mit der Stange. Als die Stange dadurch Jahre am Laufen war, die Mond ist am Wachsen und abnehmen. Wir haben es viel Acht gegeben für alles, was wir tun sind. Jahre zurück für die alte Bauernkalender. Now, wir haben viel andere alte Glaube. Und ein paar von sie sind alle Braucherei, mit so Braucherei. Aber es ist nicht kein Wort, als du findest vielleicht in der Post. Vielleicht Braucher, aber nicht Braucherei, wie man so in Pennsylvania. Das ist eine alte Überlieferung von Volksheilung. So, zwei von meinen Großeltern, sie waren Braucherinnen. Und sie haben die Kinder gebraucht für Kinderkrankheit. Und das ist gleich wie das Frau Sophia Baylor von der Kohlgegend. Sie waren Heilerin. Und wir haben viel all die Segen und Gebete gemacht über die kranken Kinder und auch für andere Leute, Männer und Frauen zusammen. Und sie haben viel all die Überlieferungen geused, Body für Heilung und Bewahrung und alles sonst. Now, das erste Braucherstory, als ich gehört habe, als ich ein Kind war, es war meine Großmutter, hat mir gesagt, sie hat viel Wurz auf ihrer Hand, wenn sie in Gelegenheit war. Und sie hat sie weggebraucht. Ich habe sie gesagt, was meinst du, weggebraucht? Und sie sagt, well, ihre Großvater, mein Urgroßvater, hat sie rausgenommen im Freiluft unter der Vollmond und hat ein Grumbier in halb geschnitten. Und hat halb von dem Grumbier auf ihre Wurz verstreichen. Und hat ein gleich Gebet gesagt in Pennsylvanisch Deutsch. Das Gebet geht gleich wie so. Was ich streiche, nehme ab, was ich auch gut nehme zu. Und so ist dreimal im Namen Vater Gott, Sohn und Heiliger Geist. Und es wurde dreimal getan mit der Grumbier. Und dann die Hälfte von der Grumbier sind zusammen und begrabt unter der Dachdrop von dem Haus. Und wenn die Grumbier-Hälfte sind verdorben, die Wurzeln sind weg. Und ich habe meine Großmama gefragt, hat es geschafft? Und sie sagt, ja, 2 Wochen zurück, ich habe mein Wurz hier vergessen, ich habe sie angeguckt und sie war weg. So, es schafft, es ist wie es ist. Und ich habe ein paar Jahre zurück das alte Gebet gelernt und ich habe meinen Bruder in Oregon am Westzeit von den Vereinigten Staaten besucht und er hat mir gesagt, du hast es auch gelernt, huh? Well, ich habe viel was auf meiner Hand, was kannst du tun? Und ich sage, well, vielleicht ich kann brauvieren. Selbst was man sagt, ich brauviere, es ist alles zu Gottes Ehre und nicht sonst. Aber
aber hat gesagt, vielleicht du kannst mir brauchen. So, ich hab seine Hand gesehen und hat so viel Wort drauf. Ich hab schier die ganze Grumbiak geused. Es war schier 60 und wir haben sie all gerade nicht sei von dir. Und 2 Wochen später, wenn ich in Pennsylvania noch war, hat mich aufgerufen und hat gesagt, well, die Worte sind weg. Ich sagte, gut, soll ich wunderbar. Und ich sagte, ich habe eine Frage. Alle die Grumbier sind am Sprauden. Wenn sie zeitig sind, kann ich sie essen. Ich habe gesagt, nee, du musst nicht. Du kriegst deine Worte wieder. Und im Jahr zurück, sie haben andere Dinge geused, verbraucht. Nicht used Grumbier, wir haben Seidenspeck oder vielleicht der Sand oder Zwiebel. Aber mit unserem Sand, mit dem Pfennig. Sie sagen, der Metzger hat mein Watz für einen Cent gekauft und dann spendet vielleicht. So, du kannst einen Cent gerade auf der Watz streichen und dann wegschmeißen oder verlieren an der Kreuzweg und etwas, das Picker ist, 3 Watts kriegt. Aber selbst nicht so oft Heidestogs. Just die Grumbier Heidestogs. Jahre zurück, sie haben auch ein Wäschtuch benutzt. Aber es war nicht dein Wäschtuch, es war dein Nachbar, ihre Wäschtuch. Du musst es verstehen und usen, dann vielleicht dein Nachbar griechen, deine Worte. Und auch vielleicht ein Jahr zurück, sie haben einen roten Faden benutzt. Ein roter Faden, du musst einen abbinden für alle Worte und dann über deine linke Schulter verschmissen an der Kreuzweg. Und sie sind weg. Selbst wie es war. Ein Jahr zurück, die Braucherei, die Leute als Braucher kennen. Sie waren genannt Braucher oder Braucherinnen und sie waren kluge Leute. Und sie haben gesagt, immer, die Leute haben immer gesagt, wer die Braucher oder Braucherin und sie ist aber als mehr wie Brot essen kann. Selbst just etwas, was sie sagt. Es meint, sie sind mehr gelernt vielleicht. Sie haben mehr Dinge, als sie du kennen, als die anderen Leute. Mehr wie Brot essen können. Und meine Urgroßmam von Nordlebanon County, ihre letzte Name war Heilmann, sie hatten gleich Kur für angewachsene Kinder. Weißt du, was es ist? Nee, okay, so im Jahr zurück waren die Kinder Kolik haben. Es wurden die angewachsenen Kinder, weil ihre Leber und ihre Leib waren zusammengewachsen. Das ist, was sie gedenkt wurden. Und so meine Urgroßmam, sie hatten wenig Speichel oder vielleicht ein wenig Schmalz auf ihre Daumen gedu und dann sie haben die Rippe von den Kindern gestrichen mit Zell und sie sagt allemal, angewachsen, geh weg von meinem Kind, sei Rippe, just wie der Christus aus dem Glück gegangen ist. Und sie sagt 3-mal. Und selber war etwas, sie tut, Schirgor alle Sonntag Nachmittag. Viele Kinder sind zu ihr gekommen und sie wurden gebraucht. Now, wir wissen auch, viel von den Brauchersleuten sind kommen aus einmal zu Leid und sie denken, die Leute denken als etwas Letztes, aber sie nicht really die Ursache verstehen. Und die Braucher ist ein kluger Mensch, so er weiß vielleicht, was die real Ursache ist, was die Wahrheit ist für Krankheit oder Hexerei vielleicht. Und es gibt eine kleine Story davon. Ein Farmer, ein Bauer, hat gedacht, dass sein Vieh verhext wurde. Er hat den Braucher aufgerufen und der Braucher hat gesagt, die Futterdroge ist leer und so ist die Heureff, sie haben nicht genug zu essen. Aber der Braucher war ein kluger Mensch und er hat gedacht, vielleicht, dass das Bauer ist, hat Glaube, als die Vieh verhext wurde. So, er hat gesagt, du musst 3-mal mit 3 Mischgabel die ganz schnell ausgeputzen. Du musst auch die Futterdroge und die Heureff mit 3 Heugabeln. Du musst 3-mal da Tag mit Heu füllen. Und 3 Tage später, die Vieh wurden ein wenig besser vielleicht. Und 3 Wochen später wurden sie wurden geheilt.
Und der Bauer hat gesagt, mein Kies sind nämlich verhext. Und der Braucher hat gesagt, ja, selbst wie es schafft mit der Braucherei. Aber es war really just, die Kie haben nicht genug zu essen. Und der Bauer war ein geiziger Mann. Mein Lieber von all die Überlieferungen in Pennsylvania ist der Belschnickel. Und selbst mich in mein Belschnickel Traktor. So ich habe Kohl auf mein Gesicht verschmiert, ich habe mein Badestängel, ich habe mein Pelzrock angedu. Und es ist gedu gleich wie es war, Jahre zurück da in der Pals. Der Belschnickel ist gekommen, alle Jahre, 2 Wochen vor Christtag, für die Kinder zu freuen. Ob sie gut waren oder nicht. Und wenn sie gut sind, sie kriegen etwas Süßes und Nüsse oder vielleicht ein Orange oder etwas Schönst. Aber alle die Kinder, sie sind ein wenig verschlagen von der Belschnickel. Nicht hart, just genug für 8 Jahre. Und er kommt alle Jahre. Und so ist gleich wie in der Pals. Jahre zurück, der Belschnickel ist gekommen mit der Christkind. Und auch vielleicht im Christkind sei Esel. Und so ist von Moskau Jahre zurück vom 19. Jahrhundert. Aber es ist really etwas Interessantes. Es ist gleich wie was wir tun in Pennsylvania. Aber wir tun nicht rumlaufen mit der Christkind. Der Christkindl ist kommen in der Nacht und die Kinder tun ihn nicht sehen. Alles kommen mit etwas mitbringen und der Maria die Kinder sehen, aber sie sehen nicht der Christkindl. Der Belschnickel kommt allein, ihn selber. Und etwas, was ich tue alle Jahre, ist gleich wie im vorigen Jahr an die Glade Schulhaus an der Pennsylvania German Cultural Heritage Center. Viele Kinder kommen mit ihrer Familie von der Belschnickel sehen und alle Jahre ich hab etwas Süßes auf den Boden verschmissen für die Kinder. Und die Kinder, wenn sie rum am Schwinnen sind, für die etwas Süßes zu kriegen, wenn ein wenig mean ist oder böse oder nicht gut zu den anderen Kindern, ich tue sie schlauer. Und es ist etwas, was wir tun alle Jahre für unser Christtag auf der Brauerei. Und außerdem die Kinder sind nicht bang von der Belschnickel. Ja, sie sind stolz und sie sagen, ich bin nicht gefragt von dir. Und ich habe eine Story gleich wie selbst vom Jahr zurück. Der Belschnickel ist gekommen in Kutztown und hat auf der Tür von einem Glade-Johnny sein Haus aufgeklappt. Und der Johnny hat sein Tür aufgemacht und hat den Belschnickel gesehen und hat die Tür zugemacht. Und Belschnickel hat gesagt, lass mich nahe kommen, Johnny, ich habe etwas für dich, warst du gut das Jahr oder nicht? Und der Johnny hat gesagt, ich bin nicht gefragt von dir. Und der Belschnickel hat gesagt, und für was nicht? Und der Johnny hat gesagt, hättest du meine Mutter gesehen, dann alles versteht. die deutsche Frau, sie sind alle kräftig. Aber der Belschnickel ist nicht just die einzige Karl, was kommen ist von Legende und so in Pennsylvania. Wir haben auch andere Leute, als rum am Laufen mit den Menschen sind. Und sie sind die kleinen Leute. Im Jahr zurück, die Bauersleute, sie haben ihre Kichergorde. Die Ecke von allen Gorden, sie haben nichts gepflanzt, just wilde Blumen zu wachsen lassen. Und sie waren für die Eckleute, die kleinen Leute. Und sie sind in alle deutschen Gorden vom Jahr zurück. Ich habe sie nicht gesehen, aber sie waren dort Jahre zurück. Die alten Leute haben sich erinnert, oder so sie sagen. Wir haben eine Abadike gehabt, und es bucklig männlich. Es bucklig männlich ist angekommen, alle da auf der Brauerei für etwas zu tun. Die guten Leute, sie haben ihnen eine Schüssel voll Milch gegeben, so hat nicht etwas Letztes getan. Aber wenn einige hat Driwwe auf der Brauerei, wenn ein Boy ist in der Suppe, wenn ein Mickens in der Suppe oder in der Boy, wenn die Brot ist verbrennen im Ofen, es wurde Schuld von einem bucklig männlich. Aber wenn etwas Gutes ist, sie haben bedankt und sie haben ihnen eine Schüssel voll Milch gegeben. Aber wir tun nicht in Szene. Just die Milch aus dem Scheiertier oder der Haustier aufstellen und in der Marie ist es weg. Und es bucklig männlich. Was hat es getrunken?
wir haben auch Elbedritsche in Pennsylvania. Vielleicht ihr haben nämlich in der Fox. Was denkst du? Haben ja Elbedritsche eines Tages viel, wunderbar, vielleicht mehr als wir in Pennsylvania. Aber wir haben Elbedritsche Jahre zurück und alle die kennen Jahre zurück, sie waren auf Elbedritsche Jagd am Gehen. Ich habe auf eine Elbedritsche Jagd gegangen, wann ich ein Kind war. Und es war really etwas Erbarmliches. Die englische Leute heißt auch, sie sind Snipes. Sie sind Snipes am Hunde, sie sagen. Snipes am Jahr. Und die Snipes, sie sind wahr Vögel. Aber so, es ist nicht really gleich wie das Elbedritsch, aber unser Elbedritsche Jahr war gleich wie selben. Jahre zurück, Ekal, als keine Idee gehabt, wie das Elbedritsche, alle seine Freunde hat ihn aus dem Busch mitgebracht und sie haben ihn in Rumbia-Sack und vielleicht auch ein Leuchter, so er sehen kannst. Und sie sagt, oh, gerade mitten im Wald, es gibt ein Wies. An die andere Seite der Wies ist die Hecke. Und die Elbedritsche sind am Jahr dort. Man geht dort, wird sie austreiben und du kannst sie holen in die Rumbia-Sack, du kannst sie fangen. Aber was die Leute haben getan, ist, sie sind ausgesprungen im Wald und sie haben viel schreckliche Schrei gemacht und außerdem der Kohl oder die Frau oder etwas am Hunde ist mit ihm, sie sind alle bang und sie wurden hingelassen in den Busch und sie müssen ihren eigenen Heimweg finden. So, das ist alles, was sie haben im Jahr zurück. Und es gibt auch eine gleiche Story von einem Karl von New York. War ein Jäger und er sagt, ja, ich habe Hosch gejagt und alles schon, ich bin ein kräftiger Mann, ich muss Elbedritsche jagen. Und sie alles kommen nach Pennsylvania und er hat viele Freunde in Bucks County, nicht weit weg vom Kutztown, und sie haben ihn auf der Elbedritsche Jagd mitgebracht. Und er hat den Grumbi-Absack in der Leute und er sagt, ich bin nicht bang, ich kann es auch tun. Und sie war aus dem Hecke, sie hat viel schreckliche Geschrei gemacht. Und aber war bang. So Najorika, war am Schindler, aber auch da geblieben für circa 3 Stunden für ein Elbedritsch fangen. Well, sei Freunde, sie sind heimgekommen, vor ihm an Bord, zurückkommen, und wenn sie zurückkommen ist, artig Geruch. Hat ein Biscuits gefunden. Weißt du, was ein Biscuits ist? Ein Stinktier. Hat ein Stinktier gefunden. Und sie haben gesagt, well, hast du ein Elbedritsche gefangen? Und er sagt, es war nicht just eins, es war die ganze Familie. Aber ich habe nicht gewusst, sie haben so schwer gestunken. So ist es mit die Karl von Najarik. Aber wir haben etwas Erbarmliches in Pennsylvania. Wir haben Elbedritsche und sie sind gemalt auf die alle Keller und Scheientier gemalt. Es ist etwas ein wenig verhulsam zu uns. Wir wissen nicht, für was sie waren da gemalt, aber vielleicht es war für Bewahren. Es war auf der Keller die Milchkeller war und vielleicht es halt ähnlich war als von Dieberei oder etwas sonst im Sinn war und vielleicht es ist für die Dieb zu rausholen. Ich weiß nicht. Aber sie waren gemalt und sie haben aber am Glut sind, sie haben Hahn, sie sind ein wenig verschrecklich, sie haben einen langen Schwanz und 2 Hegelfies. Wenn ich meine Untersuchung getan habe im Jahr 2008, ich habe viel all die Scheire gesehen und viel Bilder eingenommen. Ich habe eine alte Frau mitgeschätzt und sie sagt, du musst meine Keller dir sehen, ich habe Divalkatz drauf. Divalkatze, habe ich gesagt. Und sie sagt, oh ja, du musst sie sehen. Ja, sie sehen, sie sind Elbedritsche, sie sind nicht Divalkatze. Und sie sagt, oh, das ist etwas Gutes. Ja. Ich habe nicht die Idee von einem Divalkatz geglichen. Aber ich habe viel andere gefunden. Die älteste, als ich gefunden habe, sie war vom Jahr 1780 gemalt. Und sie haben auch glühende Augen, Hahn, einen langen Schwanz und alles schön. Und auch einen Schnabel. Die anderen haben keinen Schnabel, weil sie an die angucken sind. Du kannst nicht sehen. Aber wenn sie zur Seite angucken sind, du kannst den Schnabel sehen. Und sie waren auch von Fruchtkammertier gemalt. Sie sind auf unsere Scheire an die Pennsylvania German Cultural Heritage Center. Und noch einmal, wir wissen nicht, für was sie waren da gemalt, aber es ist really etwas Erbarmliches für uns. Und
auch etwas, als ich gedoe habe, wann ich in College war. Ich habe viel Holzschnitte gemacht von den Elbedritsche. Und das ist die Elbedritsche Danz, sie sind am Tanzen und die Elbedritsche sind noch am Kommen. Well, es war ein großes Plazier mit euch ein wenig Teile für unsere pennsylvanisch-deutsche Kultur. Vielleicht wir müssen ein wenig Musik